Hallo, es ist wieder Neuheitenzeit bei Troika und das heißt auch, es ist Schlüsselanhängerzeit. Wir haben uns diesmal Gedanken gemacht um einen neuen Ansatz für das Thema modernes Schlüsselmanagement. Dafür haben wir hier den Troika Clever Key. Ich packe das Ganze mal aus. Wir wollen heute zeigen, wie man das Ganze sich konfiguriert, weil es kommt wie ein Bausatz oder als Bausatz für die eigene Anordnung von Schlüsseln. Ich mache das wieder zu. Hier ein Etui, da drin ist der Troika Clever Key. Lege ich mal hier hin. Und ein Polybeutel mit vielen Bauteilen, die ich mal kurz erläutere. Und zwar haben wir hier 8 Zwischenscheiben. Wichtig hierbei, es sind 8, aber es werden nur 6 benötigt für den Zusammenbau. 2 Stück werden mitgeliefert als Ersatz. Dann habe ich hier 2 Schraubenverlängerungen und jeweils 2 Schlüsselplatzhalter. Was es damit auf sich hat, werde ich gleich nochmal näher erläutern. So, jetzt nehme ich mir einfach mal einen meiner Schlüssel. Damit kann ich nämlich, ich kann dafür auch eine Münze oder auch einen Schraubenzieher nehmen, damit kann ich die Schrauben öffnen. Ich muss das Ganze ja öffnen, um meine Schlüssel am Clever Key anzubringen. Wie man vielleicht schon sehen kann, sind ja auch noch viele andere Sachen am Clever Key. Das sind Zusatzfunktionen, auf die werde ich ein bisschen später eingehen. So, Deckplatte abnehmen. So, und jetzt sieht man, wer aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen hat, vermisst vielleicht jetzt schon die Gummiringe. Die Gummiringe sind aber schon angebracht am Clever Key. Das heißt, im Auslieferungszustand nicht vergeblich suchen, sind schon angebracht. Die kann man noch abnehmen, aber hier auf diese beiden Bolzen gehören sie. Ja, dann das grundsätzlich ist zu sagen, dass wir bis zu 6 Schlüssel am Clever Key anbringen können. Wir können aber auch weniger Schlüssel anbringen und bei einer ungeraden Anzahl von Schlüsseln muss ich jeweils mit einem Schlüsselplatzhalter arbeiten. Auch hier 2 Schlüsselplatzhalter, aber einer ist als Ersatz, wird damit geliefert. Ich brauche nur einen. So, jetzt fangen wir mal an. Wenn ich nur 1 oder 2 Schlüssel am Clever Key anbringen möchte, lasse ich ihn einfach so, wie er ist. Und ich arbeite nicht mit den Schraubenverlängerungen. Wenn ich aber mehr als 2 Schlüssel am Clever Key anbringen möchte, muss ich mit diesen Schraubenverlängerungen arbeiten. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, ich möchte 5 Schlüssel, also eine ungerade Anzahl an Schlüsseln, möchte ich hier anbringen. Das heißt, ich kann schon mal im Hinterkopf behalten, ich brauche gleich einen Schlüsselplatzhalter. So, hier in die Innengewinde eindrehen und jetzt das erste Schlüsselpaar einfach auf die Bolzen schieben. Als kleiner Tipp, es hilft nachher beim Zusammenschrauben, wenn ich die Schlüssel nach innen anordne beim Zusammenbauen, nicht nach außen. Es gibt ein bisschen Unstabilität sonst. So, jetzt kommen die Zwischenscheiben zum Einsatz. Nämlich nach jedem Schlüssel muss ich eine Zwischenscheibe auf den Schlüssel setzen. Das gilt auch für den letzten Schlüssel, also bevor die Deckplatte, hier die Kopfplatte aufgebracht wird auf dem Clever Key. Nummer 1, also das erste Paar, jetzt kommt das zweite Paar. Setze ich auch nach innen, immer im Wechsel. Wieder Zwischenscheiben aufsetzen. Die Zwischenscheiben dienen übrigens dazu, dass wenn er nachher fest zusammengeschraubt wird, der Clever Key, dass die Schlüssel sich immer noch gut bewegen, also gut mobil bleiben. So, jetzt bin ich schon beim letzten Schlüssel angekommen. Der letzte Schlüssel wird noch ganz normal auf den linken oder rechten Bolzen angebracht, das ist egal, auf welche Seite. Wichtig, hier auch wieder die Trennscheibe, auch wenn es so scheint, als wenn sie gar keinen Halt mehr hat. Das kriegen wir gleich hin, wenn wir die Endplatte aufsetzen. Und auf die andere Seite, weil ich ja gesagt habe, bei einer ungeraden Anzahl von Schlüsseln, hier in diesem Falle 5, müssen wir mit einem Schlüsselhalter arbeiten, kommt der Schlüsselhalter auf den Bolzen. So. Auch hier Zwischenscheibe drauflegen. Und jetzt ist an sich die Konfiguration vollständig. Jetzt müssen wir die Endplatte, die Kopfplatte hier müssen wir noch anbringen. Und das machen wir einfach, indem wir
vorsichtig das Ganze drauflegen. Und hierbei muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht verrutscht. Ich gebe jetzt hier schon ein bisschen Druck drauf und ziehe das Ganze erstmal fingerfest, handfest an. So, Nummer 1 ist fest. Zweite Schraube und durch das zweite Loch und auch hier wieder festschrauben. Jetzt ist es an sich fertig konfiguriert. Wir müssen jetzt die Schrauben noch befestigen. Die kann man ruhig wieder, ich nehme jetzt wieder den Schlüssel hierzu, ruhig fest anziehen. Wie gesagt, durch die Zwischenscheibenbreite bleiben die Schlüssel trotzdem beweglich. So, Konfiguration steht. Ich kann mir jetzt einfach einen Schlüssel oder halt mehrere Schlüssel kann ich mir wie auch aus einem Taschenmesser, kann ich mir die raus drehen. Vorteil bei dem Ganzen ist einfach, dass die Schlüssel sehr platzsparend untergebracht sind und nur bei Bedarf werden die Spitzen ausgeklappt. Also das heißt, ich habe die Spitzen, sonst sind sie geschützt untergebracht im Clever Key. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, okay, ist ja ganz nett, aber was ist denn mit den Autoschlüsseln, die normalerweise etwas dicker sind? Dafür haben wir uns auch eine Lösung überlegt, nämlich ist hier ein Karabiner untergebracht. Hier kann ich habe hier meinen Schlüssel, einen Autoschlüssel parat liegen, kann ich einfach einen Autoschlüssel einhängen. Das heißt, auch Autoschlüssel können am Clever Key angebracht werden. Kann ich dann auch schnell, wenn ich den Autoschlüssel mal weggeben möchte, kann ich den auch schnell wieder abnehmen und muss nicht den ganzen Clever Key aufschrauben. So, jetzt noch kurz auf die anderen Funktionen möchte ich kurz eingehen. Und zwar haben wir hier oben ein Lineal, ein Zentimeter Lineal, 0 bis 5 cm. Auf der anderen Seite ein Inch Lineal, 0 bis 1 Inch. Dann haben wir hier in der Mitte die Ausfräsung. Das ist ein Schraubenschlüssel für unterschiedliche Größen, für ein 6er, 7er, 8er und 10er. Dann habe ich hier diesen Spalt. Der Spalt ist vorgesehen für das Lösen oder Festziehen von Flügelmuttern. Also einfach auf die Flügelmutter drauf und dann mit dem ganzen Clever Key entweder links oder rechts fest oder losdrehen. Dann habe ich, auch bekannt aus Taschenmessern, einen Flaschenöffner und oben die Spitze ist ein Schlitzschraubendreher. Ja, das ist der Clever Key. Man könnte auch sagen, es ist der Schweizer Taschenschlüssel. Und Video, weil man sich schon ein bisschen damit beschäftigen muss. Ist ein bisschen wie ein kleiner Lego-Bausatz. Dabei wünschen wir viel Spaß beim Zusammenbauen und bis bald.